Hallo meine Lieben, habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie diese Lederbänder, die so ein Zopfmuster drauf haben, wie das gemacht wird? Weil ich gucke mir das jeweils an und denke so, die sind nicht aufgeschnitten, also muss man das irgendwie sonst anstellen können. Ich habe es rausgefunden und ich fand es so cool, dass ich das mit euch teilen wollte. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind solche Lederbänder, die ihr natürlich auch mit Kunstleder machen könnt. Und ich weiß nicht, wie ihr es habt. Also es ist jetzt nicht etwas, was immer in meinem Kopf ist, aber jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir so, wie kann das sein? Wie können die, wir wissen, wie man ein Zopfmuster macht, aber das Element ist nirgendwo geschnitten. Das ist ein Element und trotzdem ist dieses Zopfmuster drin. Wie macht man das? Und da habe ich effektiv kürzlich ein Video zu gesehen und dachte so, okay, es ist eigentlich komplett simpel. Und ich wollte es auch gleich ausprobieren und fand es so cool, dass ich euch das kurz zeigen wollte. Das, was wir machen werden, ist dieses hier. Ich wollte euch aber noch zwei weitere Varianten zeigen, einfach damit ihr das seht. Hier habe ich mit einem hellen Druckknopf oder Seebühlendruckknopf gearbeitet, der 10 mm groß ist. Hier ist es ein 410er, da mit einem dunklen und da auch mit diesem dunkleren 10er Druckknopf. Und je nachdem, wie lang ihr das Ganze macht, jetzt bei der Länge, die ich für mich brauche, da schaffe ich 3 Sets einzuarbeiten. Wenn ihr das größer macht, dann schafft ihr es sehr wahrscheinlich sogar 4 von diesen Sets reinzubekommen. Je nachdem eben, wie lang das Ganze ist, desto straffer wird dann das Ganze. Was ich mit Sets meine und eben wie ihr diese Bänder machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Band braucht, ist ein Stück entweder Leder oder ihr könnt auch Kunstleder nehmen. Es müsste einfach eine gewisse Breite haben, damit sich das Ganze dann nicht so verdreht. Und eine Schneideunterlage. Ich habe zum Anzeichnen ein Geodreieck. Schneiden werde ich das dann mit dem Alu-Lineal und einem Rollschneider. Dann braucht ihr zum Anzeichnen eine Ahle oder etwas Ähnliches, einfach etwas, was hier oben spitz ist. Das geht am einfachsten anzeichnen. Eine Schere. Ich nehme diese Schere, um die Ecken abzurunden, was natürlich noch besser wäre, wenn ihr einen Stempel habt, um die Ecken abzurunden. Habe ich nicht, von dem her, ich werde das mit der Schere machen. Und dann habe ich hier einfach einen runden Gegenstand, um diese Ecke dann anzuzeichnen. Und ein kleines Stück Painters Tape, um das festzumachen, wenn ihr zum Knüpfen. Da, wenn ihr das öfters macht, macht es durchaus Sinn, wenn ihr so ein Holzstück habt und da einfach einen Nagel einschlagt, dann könnt ihr das da drüber stülpen und so eigentlich noch besser arbeiten. Und was wir dann auch brauchen, ist die Variorzange und Druckknöpfe, um den Verschluss zu machen. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Jetzt zum Abmessen von dem Stück, was ihr braucht. Ich habe mein Handgelenk gemessen, das sind 17 cm. Und da gebt ihr einfach nochmal 5 cm dazu, dann bin ich bei 22 cm. Das ist die Länge, die ich brauche. Jetzt von der Breite her, das sind 2 cm. Und da lege ich einfach das Geodreieck hier auf die 2 cm Linie an den Rand von diesem Leder und zeichne mir das hier kurz an. Dann weiß ich, okay, hier muss ich schneiden. Und dann eben in der Länge brauche ich 22 cm. Ich mache hier kurz den oberen Teil gerade. Und dann messe ich mir die 22 cm ab.
Jetzt müssen wir hier noch eben die Ecken abrunden und wie gesagt, ich nehme da einfach ein rundes Element. Wie gesagt, das kommt sicher schöner, wenn ihr das mit einem Stempel macht, aber eben, ich habe sowas nicht und von dem her mache ich das einfach so. Dann gucke ich mir an, wo die Knöpfe zu liegen kommen und ich lege den einfach so hin, damit er schön quasi in der Mitte zu liegen kommt und drückt einfach ein bisschen rauf. Dann habe ich hier ein kleines Loch oder einfach den Abdruck für dieses Loch und da gehe ich jetzt einfach drauf und mache genau da ein Loch rein. Voilà. Und dasselbe mache ich auch auf der anderen Seite. Dann haben wir hier schon mal die Löcher. Und jetzt geht es darum, dass wir diesen 2 cm breiten Streifen in 3 Teile aufteilen und 3 möglichst gleichmäßige Teile. Ich lege mir hier den Knopf kurz einfach in dieses Loch rein, damit ich sehe ungefähr, wo ich dann starten soll mit diesen Linien. 2 cm ist jetzt nicht unbedingt so einfach, das aufzuteilen. Das wären ja 7 mm, 7 mm und 6 mm quasi. Das heißt, ich habe 6 ein paar zerquetschte und deshalb gehe ich hier zwischen die 6 und die 7 und mache dann ein Loch rein. Aber eben gucken, wie viel Abstand ihr hier vom Knopfloch haben wollt. Das heißt, ich lege hier bei 0 an und mache hier zwischen 6 und 7 mm eine Markierung. Dann von da nochmal eine, auch wieder zwischen 6 und 7. Und so sollten diese 3 Teile quasi einigermaßen gleichmäßig sein. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich entlang von diesen Markierungen, das heißt, ich gucke einfach hier unten, ist die Markierung, plus hier oben ist die Markierung. So lege ich den Lineal an. Und da gehe ich jetzt mit dem Rollschneider und schneide das. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Und dann solltet ihr hier 3 quasi gleichmäßige Teile haben. Und jetzt kommen wir zum Knüpfen. Und da legt ihr das einfach vor euch hin und macht das mit dem Tape fest oder eben mit einem Nagel. Und Knüpfen kennen wir alle, ne? Dieses Zopfknüpfen. Wir würden ja die Mitte einfach nehmen und dann von rechts und links jeweils quasi das so knüpfen. Also immer der äußere Teil kommt über den mittleren Teil. Jetzt sieht es ein bisschen schöner aus, wenn ihr am Anfang zuerst runter geht. Und wenn ihr, also ihr müsst hier oben relativ straff arbeiten, damit ihr hier unten dann Platz habt zum Arbeiten. Und wir arbeiten in 3 Sets. Das heißt, oder auf die Länge, wie ich das habe, da kann ich 3 Sets reinmachen. Und wenn ich von Set rede, dann ist es immer, ich mache das 4-mal, dann
werde ich hier unten das auflösen, dann noch zweimal und das nochmal auflösen und das ist dann ein Set. Ich zeige euch das kurz. Das heißt, ich gehe drunter und schön straff, ne? Und nochmal drunter. Das sind 2, 3, 4. Und wenn ihr jetzt quasi da dran zieht, seht ihr schon, dass das hier quasi durch dieses Loch durchkommen will. Das nehmen wir. Und gleichzeitig geht ihr hier durch. Dann habt ihr das schon mal aufgelöst. Und jetzt macht ihr das noch zweimal. 1, 2. Und dann könnt ihr das Ganze, also ihr merkt schon, wenn ihr dran zieht, dass es auch richtig gehen will. Das heißt, ich hole das hier rauf und jetzt liegt es wieder gerade. So, das war das erste Set. Jetzt nochmal 1, 2, 3, 4. Jetzt wieder hier hochnehmen und dann gleichzeitig hier drunter. Das waren die 4, jetzt 5, 6. Und auch wieder, wenn ihr zieht, merkt ihr, das will auch schon in die richtige Richtung. Das heißt, ich hebe das hier hoch und wir sind wieder gerade. Jetzt noch das dritte Set. 1, 2, 3, 4. Das auch wieder hier ziehen, dann kommt es rauf und dann hier drunter. 5, 6 und voilà. Jetzt seht ihr, ihr habt hier sehr eng und da ist quasi nicht geknüpft. Und jetzt verteilen wir das, indem wir, also ich werde jetzt hier quasi diese Verknüpfung nachmachen. Das heißt, ich gebe dem einfach ein bisschen mehr Raum, so dass es weniger straff geknüpft ist. Und so geht ihr jetzt eben hin und her, bis ihr das quasi schön verteilt habt. Das ist jetzt bei mir der Fall. Ich habe das Gefühl, okay, die Verteilung stimmt für mich. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe das Ganze noch über eine Kante. Das heißt, ich ziehe das quasi so hin und her. Das ganze Stück über eine Kante. Ich mache das jetzt nicht an der Tischkante, sondern auf der Küchenzeile, weil da habe ich einen Stein, der eine Abrundung hat. Und damit verteilt ihr das noch ein bisschen schöner und gebt dem Ganzen auch die Form. Das mache ich kurz. Und jetzt kann ich hier noch die Druckknöpfe anbringen. Da habt ihr einerseits den Oberteil des Druckknopfes, dann dieses Element hier, dann den Stift und den Noppen. Für den oberen Teil brauchen wir das Element, was flach ist, plus diesen Stift. Und da eben den oberen Teil des Druckknopfes durch und von unten dieses Element drauf
und dann kommt das Plastikteil da, wo der Deckel ist, und das andere Teil hier rein. Dann können wir das Plastikteil lassen wir drauf, das Metallteil nehmen wir weg. Und dann kommt noch dieses Element, was eine Einbuchtung innen drin hat. Und wir werden ja das Band quasi so anziehen. Das heißt, der Druckknopf muss jetzt, hier muss der Noppen sein. Das heißt, der Stift kommt von unten durch und der Noppen kommt oben drauf. Und dann habt ihr das flache Element kommt unten drauf und das andere Element oben drauf. Und so macht ihr das fest. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr das wunderbar anziehen. Und habt hier euer Lederband. Wenn euch das zu wenig straff ist, dann könnt ihr eben auch ein bisschen kürzer gehen, also nicht die 5 cm dazu rechnen, sondern zum Beispiel nur 4 cm, wie euch das am besten gefällt. Ich hoffe, ihr hattet genauso wie ich ein Aha-Erlebnis und euch hat das Video gefallen. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!